Wann hast du dir eigentlich das letzte Mal Gedanken über deine Fahrradreifen gemacht? Wenn du nicht gerade mit einem Rennrad oder einem Mountainbike unterwegs bist, wahrscheinlich eher selten. Schwarzer Ring, Luft rein, fertig. Allerdings ist das Thema doch deutlich komplexer, wahrscheinlich auch deutlich komplexer, als du jetzt vielleicht denkst. Und deswegen besuchen wir heute einen der wichtigsten Zulieferer der Fahrradbranche, die Ralf Bohle GmbH. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Und die Ralf Bohle GmbH sagt dir nichts? Dann aber vielleicht der Name Schwalbe. Und heute gucken wir uns mal ganz genau an, wie Fahrradreifen entwickelt und getestet werden, warum Nachhaltigkeit in diesem Bereich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema ist und was die Zukunft in diesem Bereich bereithält. Und ihr seid dabei. Schwalbe ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Namen in der Welt der Fahrräder. Hier in Reichshof werden seit 1995 Reifen entwickelt, getestet und in die ganze Welt verschickt. Und Schwalbe ist dabei ein echter Pionier in Sachen Nachhaltigkeit. Die Geschichte von Schwalbe geht aber tatsächlich bis ins Jahr 1922 zurück, als Eugen und Willi Bohle anfingen, Fahrradteile nach Asien zu exportieren. Nachdem Ralf Bohle 1955 ins Unternehmen einstieg, hatte es die Fahrradbranche erst einmal nicht leicht. Deswegen änderte Ralf Bohle 1970 den Fokus von Exporten auf Importe aus Asien. Die Kontakte waren ja schon da. 1973 schon startete dann die Marke Schwalbe. Eine Kooperation mit dem koreanischen Familienunternehmen Hung A wurde eingegangen, die bis heute Bestand hat und schon früh Früchte trug. Namentlich durch den heute legendären Marathon. Und da ist Frankie unser bester Ansprechpartner. An welchem Punkt eurer Geschichte habt ihr gemerkt, okay, jetzt prägen wir den Markt? Ja, das war schon vor über 40 Jahren, als wir mit der Entwicklung unseres ersten fundamentalen Reifens, dem Schwalbe Marathon, begonnen haben. Der ist in der ersten Generation schon 1983 auf den Markt gekommen und ja, hat so ungefähr 3 Jahre Entwicklungszeit hinter sich gehabt. Okay. In dieser Entwicklungsphase haben wir auch historischen Menschen kennengelernt, den Wolfgang Reiche, okay, der uns zu der Zeit angeschrieben hatte und, ich sag mal, Partner suchte für eine Radweltreise. Unser Anspruch war zu der Zeit, die Fahrradreifen, die es bis dahin auf dem Markt gab, ja, die waren weder langlebig, noch hatten die einen guten Pannenschutz. Ja. Aber dennoch war es so, dass das Fahrrad im Alltag ja halt eben halt auch irgendwo immer stärkere Bedeutung gewann. Ja. Parallel halt auch irgendwo zu der Entwicklung vom Auto. Da haben wir einfach unser Lastenheft geschrieben, einfach den pannensichersten und auch langlebigsten Reifen zu kreieren, den die Fahrradwelt bis dahin gesehen hat. Und da war natürlich dann halt eben der Kontakt mit dem Herrn Reiche ganz, ganz wertvoll. Ja. Der, sagen wir mal, in seiner Radreise immer wieder neue Iterationen, Entwicklungsstufen von den Marathonmodellen bekommen hat, okay, uns Feedback gegeben hat, uns Reifen oder auch Reifenabschnitte immer wieder zur Analyse zugeschickt hat. Start 18.07.81. Also genau 83 kam der Marathon dann offiziell raus. Genau. Wann war er fertig mit seiner Reise? 5.10.1985. Ja, also das hat tatsächlich auch noch angedauert über den Launch von dem ersten Marathon hinaus. Ja. Ne? Also tatsächlich ist er nachher mit dem finalen Produkt über 22.000 Kilometer bis nach Deutschland zurückgefahren. Diese Detailverliebtheit ist total faszinierend. Absolut akribisch, genau. Schwalbe Radial Super Tread, schon 6.020 Kilometer gerollt. Ich meine, wir arbeiten ja heute auch sehr viel mit Menschen zusammen, die auf der ganzen Erde unsere Reifen fahren und auch testen und uns immer wieder Feedback geben. Heute sind die Möglichkeiten ja ganz andere. Ne? Die digitale Welt macht das möglich. Aber letztendlich, das Wesentliche ist immer noch das Gleiche, weil wir zu einer finalen Analyse, Bewertung immer das Produkt auch wieder zurück brauchen. Halt, ja. ne? Welche Erkenntnisse von damals fließen auch heute noch in den Schwalbe-Marathon ein? Ja. Ihr seht hier, wir haben mittlerweile die 6. Generation von dem Marathon am Markt. Also hier haben wir alle Generationen einmal aufgehangen, die es dann gab. In jedem Entwicklungsschritt wurde gerade, sage ich mal, das wichtigste Thema Langlebigkeit und Pannenschutz immer weiter nach vorne getrieben. Die erste Generation, die hatte zum Beispiel noch keinen eingebauten Pannenschutzgürtel, wie das heute ja fast üblich ist in einem Fahrradreifen. Ja. In der zweiten Generation hat man dann schon den ersten Ansatz von einem zusätzlichen Breaker, so haben wir das genannt, integriert, der quasi unter der Lauffläche
eine Schutzschicht mit eingearbeitet hat. Ne? Und das Ganze ist dann von Generation zu Generation immer weiter getrieben worden, genauso wie die Entwicklung der Compounds. Ne? Ja. Also das erste war natürlich die Langlebigkeit. Irgendwann, so in der 3. Generation, hat man dann gemerkt, dass die Fahrräder immer moderner wurden, man fuhr auch sportlicher halt auch, die Bremsen wurden effektiver und da war es halt natürlich auch Zeit, sage ich mal, neben der Langlebigkeit auch die Griffigkeit von so einem Compound weiter nach vorne zu treiben. Und in der letzten Generation, weil der Marathon für uns immer, sage ich mal, so dieser Innovationsträger ist, sind dann halt auch all unsere Erkenntnisse, was Nachhaltigkeit angeht, Umweltfreundlichkeit angeht, mit eingeflossen. Ja. Alles ist da drin. Ja. Und es ist für uns aber jetzt auch nicht, sagen wir mal so, dass wir sagen, Mensch, damit haben wir irgendwo einen Gipfel erreicht, jetzt können wir uns ausruhen. All das, was wir hier erreicht haben, da sind wir aktuell dabei, strahlt jetzt in unser ganzes Portfolio mit aus. Wie bekommt ihr es hin, dass so ein Fahrradreifen unplattbar wird? Anekdote dazu. Zu der Zeit habe ich im Fahrradhandel auch hinter der Theke gestanden. Und als ich das erste Mal davon gelesen und gehört habe, habe ich so ein bisschen geschmunzelt und habe gesagt, naja, komm, ne, wieder für einen Werbeslogan. Ja. Aber heute, und das weiß auch der Fachhandel, hat sich diese Geschichte oder dieses Wort unplattbar, was ja im Endeffekt kein Wort ist, was im Duden steht, sondern eine Wortkreation von uns, absolut bewahrheitet. Ja, die Pannensicherheit generieren wir bei Marathon Plus insbesondere durch eine sehr stark ausgeprägte Kautschuk-Einlage. Die ist in dem Fall blau eingefärbt, ist so ein bisschen das Markenzeichen. Ja. Aber der Unterschied ist einfach zu so einem Laufflächen-Compound, dass dieser Smart Guard, so heißt diese Pannenschutzeinlage bei uns, aus einem anderen Material besteht, die zum einen die Aufgabe hat, den Rollwiderstand zu reduzieren. Das heißt, könnt euch vorstellen, wenn ich 5 mm so eine Kautschuk-Einlage in den Reifen einbringe, dann wird der Reifen relativ schwer. Ja. Wir haben aber die Möglichkeit, durch entsprechende Gummimischung trotzdem den Leichtlauf von dem Reifen zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Das ist also das eine. Das andere ist, er hat einen sogenannten Rebound-Effekt, dieser Smart Guard. Das hat so ein Laufflächengummi nicht. Ein Laufflächengummi, wenn da, ich sag mal, so ein typischer Verursacher von Pannen, Glasscherbe drin steckt, dann steckt die da drin und bei jedem Überrollen arbeitet die sich weiter rein. Und dieser Smart Guard hat halt einen Effekt und drückt diesen Fremdkörper, Dorn, Glasscherbe, immer wieder nach außen. Ach so. Also wir haben der schließt sich quasi wieder so ein bisschen. Ja, der schließt sich auch wieder. Ja. Und halt, wie gesagt, der pusht den Fremdkörper wieder so nach außen, dass der in der Regel ein paar Mal überrollt wird und dann nicht mehr da ist. Das ist so eine Geschichte, die ganz viele Marathon-Plus-Fahrer kennen. Die fahren ihren Reifen und sehen irgendwann, oh, der ist runter, wechseln dann die Reifen oder lassen das vom Fahrradhändler wechseln und sehen dann diverse Einstiche, Einschnitte und sehen dann erst, wie viele Plattfüße die eigentlich gehabt hätten, wenn sie jetzt ohne so eine Pannenschutztechnologie unterwegs gewesen wären. Rollstuhlreifen ebenfalls total interessant, dass ihr euch da auch wirklich drauf spezialisiert habt, weil das ein häufig übersehenes Thema ist tatsächlich. Und auch in diesem Video werden wir jetzt nicht so tief da einsteigen, sondern es geht ja um Alltagsreifen. Und da ist einer meiner absoluten Lieblingsreifen auch mit dabei. Ja, danke. Das höre ich gerne. Ja, wieso hörst du das gerne? Weil ich den Reifen, den du, glaube ich, meinst, entwickelt habe. Okay. Ja. Was ist denn das Besondere hier bei dem Schwalbe Pickup? Ja, der Punkt war halt einfach, dass wir gemerkt haben, als es mit, ich sag mal so, der Cargo-Bike-Trend so richtig losging. Ne, das war schon so vor 10 Jahren, dass wir da die ersten Anrufe von Händlern hatten, die sagten, ey, wir haben hier ja die Lastenräder, wo wir noch gesagt haben, boah, was ist denn das, was kommt denn da auf uns zu? Ne? Jetzt ist da so ein Big Apple, wie wir ihn gerade gesehen haben, drauf und ja, irgendwie der Kunde, der kommt und braucht einen neuen Reifen, nicht weil das vom Profil abgefahren ist, sondern weil meistens die Seitenwände rissig wurden, weil letztendlich einfach diese Reifen nicht für diese hohe Traglasten ausgelegt waren. Der andere Punkt war halt einfach auch, dass so Reifen wie ein Big Apple, die von der Dimension gut draufgepasst haben, noch nicht den adäquaten Pannenschutz dafür hatten. Okay. Big Apple ist ein eher leicht rollender Reifen, auch daraufhin entwickelt. Und du willst keine Panne haben. Nee. Am E-Bike noch weniger und schon gar nicht am Cargo-Bike. Besser nicht. So. Genau, wie löst ihr das Thema hier in dem Pickup-Reifen? Das ist die Karkassenkonstruktion, die muss sehr, sehr tragfähig sein. Es ist nicht nur eine simple, einfache Two-Ply-Konstruktion, also wo 2 Karkassenlagen übereinander gelegt sind, sondern wir haben es sehr ausgeklügelt, dass man auf der einen Seite
6 Schichten unter der Lauffläche hat, aber 5 Schichten an der Seitenwand. Das ist in der Regel sehr aufwendig zu produzieren. Wir haben aber einen Weg gefunden, und das ist das Besondere daran, sodass so ein Fahrradreifen auch erschwinglich ist nachher. Ne? Also so ein Carefree-Produkt. Das habe ich auf dem Cargo-Bike drauf und dann vergesse ich das. Ne? Den Luftdruck, den prüfe ich. Aber selbst wenn ich vergesse, das zu prüfen, das ist ein weiterer Punkt, dann kann ich den auch mit geringen Luftdrücken fahren. Lass uns doch mal kurz angucken, wie so ein Fahrradreifen überhaupt aufgebaut ist und wie er hergestellt wird. Ja. Okay, erstmal, was ist das hier? Das ist das, was ihr später quasi auf der Lauffläche von so einem Fahrradreifen seht. Ne? Okay. Das sind quasi, sage ich mal, unsere Gummifelle, die in der Produktion gemischt werden und nachher dann halt auch gewalzt werden. Ihr seht, da sind so ein paar Zahlen und Nummern da irgendwo drauf. Die haben alle ihre Bedeutung, dass man es wiedererkennt. Weil ein Fahrradreifen ist in der Regel immer schwarz, aber dennoch gibt es da sehr feine Unterschiede halt auch in den Mischungen. Ne? Und, genau, was ist in so einer Mischung drin? Das hängt natürlich auch immer vom Einsatzbereich ab. Wir haben also hier natürlich einen Anteil von Natural Rubber und dann haben wir natürlich auch einen synthetischen Kautschuk. Ja, und gerade mit diesem synthetischen Kautschuk, da können wir, was die Eigenschaften gerade von sportlichen Reifen angeht, sehr viel spielen. Man kann das abstimmen über Zusätze und damit die Eigenschaften von einem Reifen bestimmen, sei es Rollwiderstand, sei es Dämpfungseigenschaften. Und das hängt natürlich dann auch so von dem Anteil im Reifen ab. In so einer Gummimischung sind natürlich dann auch weitere Substanzen drin, die dafür sorgen im Endeffekt, dass das nachher auch alles in der Praxis so funktioniert. Da sind Füllstoffe drin, die wichtig sind, Granulate, da sind Prozessöle mit drin. Alles wichtige Substanzen, die auch dafür sorgen, dass so ein Reifen nachher haltbar ist. Ja. Also wir sagen grundsätzlich unseren Kunden, wenn du so einen Reifen kaufst, dann kannst du in der Regel ohne Probleme so einen Reifen 10 Jahre lang fahren oder auch lagern und dann noch fahren, ohne dass du da groß Verluste in puncto Performance oder Sicherheit hast. Genau, dann haben wir hier diese Rubber Skins, wieder diese Gummifelle. Das ist ja dann die Lauffläche nachher. Und wie fügt sich das Ganze jetzt zusammen? Das Wichtigste ist ja erstmal die Basis bei so einem Reifen, ne? Das Skelett, sage ich immer. Und das bildet die Karkasse von so einem Reifen. Ne? Okay. Und so eine Karkasse, wir sehen das jetzt mal hier, die kriegen wir im Prinzip, sage ich mal, in solchen Bahnen angeliefert. Ja. Aber die würde so noch nicht verbaut. Das ist jetzt zum Beispiel so ein typischer Nylon-Cord. Schön weich. Und je mehr Fäden da drin sind, desto dichter ist natürlich das Ganze. Und dadurch wird natürlich so ein Reifen schon mal von sich her etwas robuster, stichfester dann halt auch. Ja. So eine Karkasse wird immer beschichtet mit einem sogenannten Topping-Compound. Ja. Das ist also auch, hier spielt das Compounding eine Rolle. Das muss ich nachher gut verbinden mit Lauffläche, mit Pannenschutzgürtel und so weiter und so fort. Und dann, wenn der Reifen nachher aufgebaut wird, dann haben wir als Basis im Endeffekt immer so Laufflächenmaterial, Pannenschutzgürtel oder halt auch hier diese getoppte Karkasse. Ja. Und das sind dann die Elemente, die ich brauche, um meinen Reifen zu bauen. Und dann wird das Ganze hier auf so einer Building Drum gebaut. Das ist ja echt ein super leichtes und unglaublich flexibles Material für sich genommen. Genau. Es muss auch flexibel sein, weil neben der Stabilität, neben der Traglast willst du ja auch Komfort. Der ein oder andere kennt das, der im Alltag immer mit einem Maximaldruck unterwegs ist. Der Reifen ist steinhart. Der wird nie im Endeffekt das komplette Potenzial von einem Reifen ausreizen. Nicht nur in Hinsicht Komfort, sondern auch in Richtung Sicherheit und Performance. Weil ein Reifen, der immer gut mitarbeiten kann, der ist auch sicherer. Ja. Ich muss nur immer den Sweet Point erreichen. Was habe ich hier für ein Systemgewicht? Und wie stimme ich das ideal auf den Luftdruck ab? Dazu übrigens ein kleiner Hinweis. Wir haben ganz neu auf unserer Homepage so einen Luftdruckrechner, so einen Luftdruckkalkulator. Im Mountainbike-Bereich haben wir das schon seit Jahren. Den gibt es jetzt in der Testphase halt auch für den Tour- und für den Gravel-Bereich. Da sind wir gerade halt wirklich daran, die Parameter festzuzurren, dass nachher das beste Ergebnis daraus kommt. Ich sagen kann, okay, das ist Systemgewicht, das ist der Untergrund, wo ich fahre und dann kriege ich nachher einen individuell zugeschnittenen Luftdruck. Okay. Ja, auf jeden Fall mal angucken. Genau. Frankie, jetzt haben wir hier so ein paar Bilder aus der Produktion, aber hier können wir heute in echt keine Produktion sehen. Tatsächlich, Reifen produzieren wir hier nicht vor Ort. Wir haben eine Produktion, und zwar unsere Aerotanschläuche. Die produzieren wir hier im Haus. Das sind diese TPU-Schläuche. Die Reifen und die normalen Butylschläuche, die produzieren wir in Asien. Warum? Warum holt ihr das nicht nach Deutschland? Grundsätzlich 2 wichtige Gründe. Der eine Grund ist tatsächlich Nachhaltigkeit. Ja,
neben der Wirtschaftlichkeit ist das auch immer ein ganz großer Aspekt für uns. Die ganzen Rohmaterialien, die kommen dort vor Ort. Ja? Das heißt, es ist wesentlich effizienter dort vor Ort, wo auch die Rohmaterialien, Naturkautschuk und so weiter geerntet wird, wo alles im Endeffekt bezogen wird, direkt vor Ort auch zu produzieren, als es im Endeffekt nach Deutschland zu verschiffen, dann zu produzieren, was ja natürlich halt auch, brauchen wir nicht drüber reden, andere Kosten mit verursachen würde. Und dann aber auch wieder in die Welt hinaus zurück zu verschiffen. Aus Asien heraus haben wir einen sehr zentralen Ort, wo wir in die ganze Welt halt auch verschiffen und beliefern können. Und das wäre halt wirklich ein doppelter und dreifacher Weg, den wir dann beschreiten würden. Der andere Punkt ist, dass wir mit unserem Entwicklungspartner Hung A eine nicht nur Geschäftsbeziehung, sondern wirklich eine Freundschaftsbeziehung seit über 50 Jahren verbindet. Ne? Und damit haben wir ja nicht nur einen Produktionspartner, sondern auch einen Innovationspartner, der im Endeffekt uns auch mit unseren Ideen, die wir hier haben, jeden Tag unterstützt. Ne? Okay, jetzt ist der Reifen schon mal rund, aber hat noch kein Profil. Genau. Wie kommt das jetzt hier rein? Wir sehen hier das Negativ von so einem Profil und in so einer Mold wird, ich sage jetzt mal simpel ausgedrückt, der Reifen wie eine Waffel im Waffeleisen gebacken. Okay. Ja? Wir sehen jetzt hier angedeutet, das sind jetzt hier 3 Molds übereinander. Das heißt, dass wir möglichst effizient produzieren, sind dann immer gleich 3 oder 4 Molds, die, sage ich mal, in einer Batterie drin sind, wo die Reifen dann drin produziert werden. Wir legen also hier unseren Rohling in eine solche Mold hinein. In diesen Green Tire kommt ein sogenannter Airbag-Schlauch rein. Das ist ein Hitzeschlauch. Da wird dann im Endeffekt die Temperatur halt auch mit von innen reguliert. Okay, von innen und von außen kommt dann quasi Temperatur direkt da, wo sie hin muss. Genau. Und wenn das Ganze fertig ist nachher, dann sieht der Reifen frisch gebacken so aus. Ich habe also im Endeffekt dieses Negativprofil hier im Reifen drin. Hier haben wir dann in dem Bereich unser Mountainbike-Portfolio auch ausgestellt. Die meisten Leuten, die sich mit dem Thema Mountainbike-Bereich dann auch beschäftigen, die haben sicherlich mitbekommen, dass wir vor 2 Jahren das erste Mal so die Teaser gebracht haben auf eine Neuentwicklung, und zwar diese Radialkonstruktion, die halt einfach ein Performance, einen Sicherheitsbonus mit sich bringt, indem sie, ich sage jetzt mal, bei dem gleichen Profil, beim gleichen Luftdruck, bei den gleichen Facetten mehr Auflagefläche mit dem Untergrund generiert. Ich sehe noch einen ganz fetten Reifen. Den ohne Spikes hatten wir auch im Harz dann an dem Turn Orox. Mountainbike Racing, aber da natürlich nochmal wieder dann die Marathon-Familie. Ganz oben angefangen zum Beispiel, wo ich vorhin von sprach, von Marathon Efficiency. Ja. Wie gesagt, einen der ersten Reifen, den ich hier mit entwickeln durfte, damals noch zusammen mit meinem Kollegen, dem Felix, dem Sohn von unserem Geschäftsführer, Felix Jahn, unter bestimmten Parametern, die so üblich waren, haben wir bis zu 7% mehr Reichweite daraus geholt. Das war so ein guter Durchschnittswert, den man schaffen kann, im Vergleich zu einem Produkt, was so bis da im E-Bike Reifenbereich so die bewährteste Hausnummer war, so ein Energizer Plus. Das ist so vergleichbar mit einem Marathon, mit einem normalen Marathon, aber halt damals als spezielle E-Bike-Reifen entwickelt wurden. Wir haben eine Familie, wir haben auch teilweise Einsatzbereiche, die sich unterscheiden, aber sie haben halt immer eins gemeinsam. Sie sollen langlebig und pannensicher sein. Und Funktionalität steht im Vordergrund. Und deswegen haben die auch häufig eine sehr hohe Ähnlichkeit halt auch. Ne? Genau. Eine Familienähnlichkeit. Man sieht immer wieder zum Beispiel hier Marathon E+, Marathon Plus Tour. Der ist grober, aber der hat im Prinzip, sage ich mal, eine sehr hohe Ähnlichkeit. Und da geht es auch weiter, dann Kinderradreifen, Rennradreifen. Bevor wir bei diesem Segment jetzt hier zum Ende kommen, eine wichtige Frage für dich. Welcher ist dein Lieblingsreifen? Mein Lieblingsreifen, ich habe es, glaube ich, gerade schon beantwortet, ist der Marathon Efficiency tatsächlich. Nicht nur, weil es der erste Reifen ist, den ich halt auch mitentwickeln durfte, sondern weil ich den einfach, ich stehe dahinter. Der sieht toll aus in meinen Augen. Der ist einfach super performant, der ist super alltagstauglich. Also ich sag mal so, diese Balance aus dem, was ein Marathon mitbringt, an Zuverlässigkeit und dieser
Sportlichkeit, die halt ein Gravel-Reifen auch mitbringt. Ja. Das ist für mich in dem Reifen perfekt vereint und deswegen liebe ich den Reifen. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns nachher nochmal wieder. Ja, cool. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie diese Reifen, wenn sie dann fertig entwickelt wurden, wie sie getestet werden. Und dafür gehen wir jetzt ins Labor. Und wir treffen Sascha. Moin. Ja, am überraschendsten am Ende ist schon immer der Laufprüfstand, auch der sogenannte Trommeltest. Okay. Aber für uns der wichtigste, ganz zu Beginn, ist oftmals der Rollwiderstandstest. Aber warum ist der Rollwiderstand jetzt so wichtig? Der Rollwiderstand ist für viele schon irgendwo das Greifbarste. Ne? Gerade die Leute, die dann noch ohne E-Bike unterwegs sind, die spüren dann eigentlich sofort, was passiert mit der Energie, die ich reinbringe. Aber auch für den E-Biker, was passiert mit der Akkuenergie, die in den Motor gelangt? Ja. Wird die dann wirklich in Kilometer abgebaut oder habe ich am Ende doch zu wenig Kilometer für meine Pendelwege? Wir haben jetzt hier unseren RIG XC, super schneller Reifen. Ja. Der hat am Ende wahrscheinlich irgendwo bei 15 Watt. Okay, also man verliert 15 Watt bei einem Reifen. Ja. Je nach Luftdruck, je nach Gewicht, das ist immer davon abhängig, aber erstmal so für uns, für die Leute zum Nachdenken, auch hinter der Kamera, 15 Watt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Reifen nehmen würde, mit einem komplett anderen Compound, bin ich auch schnell bei 30 Watt. Und dann war es nur ein Reifen. Ja. Und dann habe ich 2 Reifen oder beim Cargorad 3 Reifen, dann summiert sich das. Ganz krasses Beispiel, Downhill-Reifen, super dämpfendes Compound. Ja. Da bin ich schnell auch bei 50 Watt, bei einem Reifen. Aber warum fährt dann nicht einfach jedes Fahrrad mit so einem super leicht laufenden Rennradreifen rum? Das wäre doch dann viel besser, weil dann kommt man viel weiter, oder? Für die Effizienz auf jeden Fall, aber nicht mehr für den Fahrspaß. Also gerade für den Mountainbiker ist natürlich wichtig, dass der Reifen viel Bodenkontakt hat. Weil Dämpfung kann man sich vorstellen. Man lässt einen Ball fallen und einen Reifen oder ein Compound mit wenig Dämpfung, der springt relativ weit wieder zurück. Und ein Reifen und ein Compound mit viel Dämpfung, der bleibt fast liegen. Und der Mountainbiker will eher ich bleibe liegen, ich bleibe auf dem Untergrund. Wie so ein Hacky-Sack. Ja, genau. Ja, richtig. Der Hacky-Sack ist natürlich ein perfekter Bub, sofort liegen. Und die anderen Rennradfahrer, Tourenfahrer, die hätten gern nur das Schnelle oder auch irgendwo was dazwischen. Deswegen haben wir auch so viele verschiedene Gummimischungen, damit wir eigentlich für jeden Bereich die perfekte Gummimischung auch bieten können. Da nehme ich was weg, da kommt was dazu. Aber es gibt natürlich auch Bestandteile im Reifen, die so das eine verzögern. Also das sind dann auch so ein bisschen Betriebsgeheimnisse und auch das Know-how bei den Chemiekollegen, die dann haben, wo wir sagen, okay, mit dem kriegen wir einen besseren Rollwiderstand, aber alles andere bleibt identisch. Gibt es einen Reifen, wo du sagen würdest, da ist das perfekte Verhältnis da zwischen diesen verschiedenen Positionen? Das perfekte Verhältnis. Das ist wahrscheinlich am Ende eher ein Tourenreifen, weil er ist langlebig, er bringt Leute zuverlässig, pannenfrei von A nach B. Das Grip-Level ist bei uns immer auf einem gewissen Minimum an Niveau. Also das ist auch, selbst der Rennradfahrer, der eigentlich nur schnell sein will, der möchte natürlich sicher durch die Kurve kommen. Also da haben wir ein Standardniveau. Aber schlussendlich würde ich da wahrscheinlich am Ende bei einem Marathon-Reifen landen, der einen wirklich zuverlässig von A nach B bringt oder einen Reifen aus dem Tourenbereich. Was wir als erstes sehen gleich ist, dass die Anlage dann eine Kurvenfahrt macht. Also sprich, sie wird dann die Leistung aufbauen, die wir brauchen, um das Rad am Laufen zu halten. Das lesen wir am Ende dabei raus. Es ist schlussendlich nur Watt. Das kann man gut vergleichen auch. Ne? Wir hatten eben gesprochen, 15 Watt hat der Reifen jetzt hier. Das heißt, ich kann mit der Leistung heutzutage, würde ich sagen, 2 Deckenspots betreiben. Okay. Genau, wir sehen jetzt, der Reifen hat da Kontakt mit der Trommel. Ja. Die Anlage misst dann gerade, wie viel Leistung brauche ich denn, um die Geschwindigkeit zu halten. Dann baut sich hier dieser Graph auf und später spuckt das System dann nochmal die reinen Zahlenwerte aus. Also sehr, sehr wichtiger Test, aber natürlich jetzt auch so ein bisschen unspektakulär, ne? Ja, und gehen wir zu den cooleren Tests. Ja, gehen wir. Also, ich habe auch so ein paar Favoriten, was so Coolness-Faktor angeht. Und da ist das so... Ja, okay, kann man machen. Kann man machen, aber es gibt coolere, ja, stimmt. Kurze Erklärung, gleich fällt was runter, der Reifen wird durchgeschlagen und machen wir das doch einfach mal. Mein Arm ist ein bisschen bewegt, ich versuche das mal zu kompensieren. Was passiert jetzt? Nach jedem Durchschlag erhöht sich die Fallhöhe. Wir drehen den Reifen ein Stückchen weiter bis zur nächsten Stelle, immer zwischen den Stollen. Also wir testen immer Worst-Case-Szenario, so nennen wir das. Und irgendwann, ich erhöhe mal die Durchschlagsfallhöhe, damit das nicht so lange dauert. Ja, und wir haben ja, also das ist ja jetzt mittlerweile eine Höhe, das ist jetzt ein Schwalbe G1, die ist im Alltag von diesen Reifen ja nun wirklich eher selten.
Aber jetzt hört man schon mal, das kennt man vielleicht, das Geräusch. Ja. Bong, jetzt sind wir durchgeschlagen. Und in den nächsten wahrscheinlich 2, 3 Höhenadditionen wird dann irgendwann auch das System kaputt gehen. Es wird immer lauter. Ja, jetzt sind wir bei 460 Millimeter. Genau, du kannst einmal. Jetzt haben wir es schon. Jetzt ist. Das ist Okay. Wir können das ja mal gerade aufmachen, hört man es etwas besser. Jetzt ist der Reifen kaputt. Aber es sieht ja noch gut aus an sich, ne? Ja, der ist auch noch stabil. Das an sich, der Reifen hat jetzt keinen Stabilitätsverlust. Wir würden sagen, wenn das Profil noch in Ordnung ist, reparieren. Würdet ihr diesem Reifen noch vertrauen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn wir einen Downhill-Reifen haben, dann kommt hier nochmal 5 Kilo extra drauf. Das sind ungefähr 30% nochmal extra zum Gewicht. Und dann liegen wir aber auch manchmal dann so bei der Höhe. Also ohne das Gewicht jetzt Downhill-Reifen nochmal so dann liegen wir bei Meter. Also nochmal das Doppelte drauf, dann haben wir so Downhill-Reifen. Ja, krass. Und Ähnliches schafft auch ein Marathon Plus zum Beispiel mit seiner Gummieinlage. Okay. Habt ihr auch einen Test, mit dem man irgendwie testen kann, so ich bin jetzt an der Tankstelle zum Beispiel und möchte mein Cargo-Bike aufpumpen und dann drücke ich da erstmal so 7 Bar rein oder 8. Dann bleibt zu lange auf dem Ding sitzen. Ja, hier sind wir jetzt beim Pumper, wo wir die Reifen auf ihre Absprungsicherheit prüfen. Ja. Das passiert auf sehr vielen verschiedenen Felgentypen. Wir machen das im Schnelldurchlauf, weil normalerweise läuft das Ganze hier mindestens für 1 Stunde. Okay. Und dann mit dem 1,6-fachen vom maximal angegebenen Reifendruck. Das kann jeder ja mal ausrechnen, was sein Reifen zu Hause hat. Das mal 1,6 und das für 1 Stunde. Also ihr müsst das ja auch nicht mehr selber pumpen jetzt. Nein. So, Tür ist zu. Okay. Wichtig ist zu wissen, ist Wasser drin. Okay, warum nicht Luft? Weil es sonst zu laut ist. Und sehr laut knallt kann. Okay. Also es ist wirklich... Oh. Das war's schon. Ja, krass. Schnelldurchlauf. Ja. Das hat mich gerade wirklich überrascht. Ich habe gar nicht geguckt. Aber zum Glück haben wir das auf Kamera. Ja. Die Norm schreibt das 1,1-fache vor und das für 5 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Ja. Wie schnell hat man heutzutage mit dem Kompressor, mit der Akkupumpe, selbst mit der Handpumpe das Teil überpumpt? Ja. Dann wird man zum Essen gerufen, man lässt das System stehen, geht essen und auf einmal knallt's. Ja. Und das darf halt nicht passieren. Deswegen haben wir für uns gesagt, dass wir aufgrund der Toleranzen in den Felgen auch schon mehr Sicherheit bieten müssen. Deswegen ein höherer Druck, ein deutlich höherer Druck, also es ist ja wirklich ein deutlich höherer Faktor und für mehr Zeit. Ja. Weil jetzt Reifen dann auch so ein bisschen Zeit bekommt, zu kriechen, zu wandern, in diesen Kontaktstellen zwischen Felgen und Reifen. Ja. Und sozusagen wie relaxen kann man das sagen. Ja. Und wenn er dann irgendwann zu weit gerelaxt hat, könnte er dann abspringen. Und wir versuchen mit diesen hohen Sicherheiten und mit entsprechenden Spezifikationen dann dieses Szenario nicht zu haben. Dass er selbst wenn der Kunde es mal überpumpt oder eine Felge im unteren Grenzbereich ist von solchen Abmaßen, dass er dann kein Problem direkt bekommt. War da jetzt das 1,6-fache des maximalen Drucks schon drauf oder ist er früher oder später? Nee, wir haben jetzt erreicht über 5 Bar. Okay. Maximalluftdruck bei dem Reifen sind 2,6. Oh ja. Und nach Adam Riese sind wir ungefähr beim Doppelten. Darf ich den jetzt nochmal montieren? Nein. Okay, wenn er abgesprungen ist, nicht mehr montieren. Wenn er abgesprungen ist, zum Fachhandel gehen, der nimmt Kontakt mit uns auf. Ja. Wir klären die Sache. Aber selbst mit unseren Reifen ist das auch sehr unwahrscheinlich und wir haben so gut wie nie Fälle da übers Jahr hin gesehen, dass unsere Reifen dann abspringen. Wir haben jetzt hier einen Reifen, den haben wir aufgeschnitten. Das passiert bei uns recht häufig, dass wir nach Prüfungen unsere Reifen zerschneiden und unter dem Mikroskop hier anschauen und im Detail betrachten. Hier haben wir einen Reifen, der mit einem Drahtkern gebaut worden ist. Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es da? Also wir haben zum einen Draht, Stahldraht und wir haben diverse synthetisch hergestellte Materialien. Ja, jetzt sehen wir hier den Wulstbereich. Dann geht es weiter. Dann haben wir hier den Seitenwandbereich. Da sieht man den Reflexstreifen auch und wie der dann unter dem Mikroskop aussieht. Das zeigen wir jetzt mal hier. Ah, ja. Das sind ganz kleine Kügelchen. Ja. Und die sind das Entscheidende. Und zwar wirken sie retroreflektierend. Das heißt, die Lichtstrahlen, die reingehen, werden durch diese runde Form in die gleiche Richtung wieder zurückreflektiert. Hier bei unserem Marathon und auch bei diversen anderen Reifen haben wir neben der Karkasse auch noch eine Gummilage außen drauf, die dafür sorgt, dass der Reifen besonders
geschützt wird von äußerlichen Einflüssen, sei es Witterung, sei es Bordsteintuschierungen. Da hilft einfach noch eine zusätzliche Gummierung auf der Seitenwand. Das nennen wir Twin-Skin-Technologie. Okay. Und die haben jetzt eine ganz klassische dreilagige Karkasse, ne? Oder Ja, nennt ihr das so? in dem Fall ist es, ja genau, haben wir hier 3 Lagen an der Seitenwand. Oder da geht die Lage dann einmal, wird noch umgeschlagen und ich habe jetzt 3 Lagen und die ziehen sich dann auch wirklich bis unter die Lauffläche. Und gerade auch was die Haltbarkeitsprüfung angeht, auf Trommeltestern, da schauen wir dann wirklich genau in jede Lage rein, über den ganzen Reifen. Haben sich da zum Beispiel in den letzten 10.000 Kilometern, die so ein Marathon dann bei uns auch gelaufen ist, irgendwelche Ablösungen gezeigt. Ne? Separiert sich da die eine Lage von der anderen. Also das eine ist der Verschleiß außen, aber so ein Reifen verschleißt auch von innen quasi. Genau, über die Laufleistung. Und blau ist unser Smart Guard, unser Unplattbar Guard. Das blaue ist ein Gummi, was eher für Reibung ausgelegt ist, aber nicht unbedingt für Grip und für Abrieb und solche Dinge. Das ist eine andere Gummimischung. Ja, genau. Okay. Auch der Faden, man kann es ein bisschen erkennen, der besteht wiederum aus ganz vielen feinen weiteren Fäden. Ja. Und das bringt halt auch diese Flexibilität von so einem Reifen mit und auch geringen Rollwiderstand. Wenn wir jetzt so einen ganz, ganz leichten Rennradreifen zum Beispiel hätten, was wäre da denn der Unterschied? Wie sieht das im Querschnitt aus? Wir können das mal nebeneinander legen. Okay. Rennradreifen rechts, links der Marathon. Das ist der Rennradreifen schon wirklich ein filigranes, so ein leicht laufendes Bauteil im Vergleich. Also der Marathon läuft auch wirklich sehr gut, aber man kann sich ja vorstellen, wie leicht dann am Ende so ein Rennradreifen im Vergleich ist und aber auch natürlich ein bisschen anfälliger. Ja. Und wenn man dann runtergeht, dann sieht man hier auch nochmal den Unterschied im Wulstbereich. Ist das ein bisschen stärker ausgeprägt hier, weil der auch tubeless sein soll? Oder? Ja, wir haben so ein gewisses Mindestvolumen, was wir erreichen wollen, damit so ein System auch gut auf der Felge sitzt und sich dann entsprechend auch gut abdichtet. Ja. Super stark, das mal aus so nahen zu sehen. Eine Frage habe ich aber noch. Was ist dein Lieblingsreifen? Mein Lieblingsreifen im Mountainbike, der Magic Mary. Im Gravel finde ich den RX einfach total klasse, weil er bei unseren wechselnden Bedingungen hier Top-Rollwiderstand bietet, aber gleichzeitig bergauf noch Traktion mit sich bringt. Und ja, im Tourenbereich, da bin ich nicht so unterwegs. Okay. Aber ich würde sagen, gerade auch Mountainbike-Radialtechnologie. Ja. Das bringt einfach noch super viel Sicherheit und Fahrkomfort und finde ich richtig gut. Ja, super spannend. Vielen Dank, Sascha. Gerne. Also spätestens jetzt haben wir verstanden, dass Reifenentwicklung und Reifentesten deutlich nerdiger ist, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Aber so ein Fahrradreifen ist ja auch ein Produkt, was in riesigen Stückzahlen produziert wird. Gucken wir uns jetzt mal an, in welcher Vielfalt und in welcher Größenordnung Schwalbe hier unterwegs ist. Und wir treffen Klaus. Wir sind hier in der Kommissionierhalle, wo die Ware kommissioniert wird, wo sie dann auch zusammengestellt wird und für den Versand fertig gemacht wird. Und wenn wir uns mal einmal kurz umdrehen, sehen wir einen ganz wichtigen Faktor. Das ist eigentlich die Ausgangssache oder Situation, wie unsere Ware aus Fernost hier hinkommt. Und das tagtäglich im Schnitt 1 bis 4 Container können wir am Tag abfertigen. Wir sprechen jetzt hier über den Marathon Plus in der absoluten Brot- und Butter-Variante 37,622, also 40 mm breit, wenn er auf der Felge sitzt. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Wie groß ist dieser Anteil vom Marathon Plus in eurem Gesamtportfolio, in euren Series? Der Marathon ist eigentlich das Kind vom Erfinder her für Pannensicherheit. Ja. Und der wurde stetig wurde er verfeinert für diese Pannensicherheit. Ist eigentlich so Dreh- und Angelpunkt, will ich mal einfach so sagen. Auch nach wie vor, was die Verkäufe angeht. Es hat auch an Attraktivität von den Reifen nichts verloren, weil er wurde von Zeit zu Zeit immer wieder auf den aktuellsten Stand gebracht. Ja, also da werden jetzt demnächst einige neue Räder mit, oder alte Räder mit Marathonreifen ausgestattet. Definitiv. Wie viele Packstücke sind in diesem Container drin? Ist unterschiedlich. Also wenn du jetzt nur Reifen hast, so wie hier, das sind Drahtreifen, kommt es vielleicht auf die Stückzahl 2000 an. Hier sind 25 Stück drin. 25, korrekt. Da könnt ihr euch mal durchrechnen, wie viele in einen Container passen. Korrekt. So wie wir jetzt hier vorstehen, eine Halle, wir haben 4 Stück davon, sind 4000 Palettenstellplätze. Also insgesamt 16.000 Palettenstellplätze, die wir haben. Wir haben hier einen Gang, so ein Gang. Das ist immer eine schöne Schätzfrage. Die kommt immer sehr gut an, wenn wir einen Rundgang machen. Ich würde mal fragen, was schätzt ihr denn, wie lang so ein Gang ist? Einfach vom Optischen. 11 Meter. 97, sag ich.
Nicht schlecht, fast 80 Meter. Sind genau 80 Meter. Ja, voll übertrieben mal wieder, ey. Sind genau 80 Meter. Okay. Wenn wir in die 6. Ebene fahren, sind wir bei 12,50 Meter. Wir haben eigentlich alle 4 Hochregalhallen so bestückt, dass das ganze Sortiment drin ist. Okay. Dass die Anfahrtswege so gering wie möglich gehalten werden. Schnelldreher sind auf der untersten Ebene bis zur 2. und bis zur Hälfte des Hochregals. Okay. Ja. Alles, was dann über die 3. bis zur 6. Ebene und in den hinteren Bereich fällt, das ist alles nicht so gängige Artikel, wo wir nicht so oft dran müssen. Alles Behältnisse, die wir dann versenden. Die sogenannte Europalette, die Einwegpalette. Ja, genau. Und diese Einwegpalette, ganz wichtig, die ist recycelt. Das heißt, eine alte Palette regeneriert. Ja. Da legen wir auch großen Wert drauf. Ja. Also die Nachhaltigkeit, kommen wir gleich noch drauf zu, aber das ist wirklich in allen Bereichen. Ja, das ist einfach Dreh- und Angelpunkt, muss man mal so sagen, wie es ist. Und das ist die Macht der Gewohnheit auch schon. Wenn du das jeden Tag lebst, fließt das mit ein. Ja, jetzt sind wir hier. Paradebeispiel, unser Musterlagergang. Hier werden die mit 1 auch Mustersendungen alles versendet. Auch natürlich für den Endverbraucher, wenn irgendeine Sache hier ist und wir wickeln das über den Endverbraucher, geht ja auch von hier raus. Ja, ansonsten im Jahr, wie viel haben wir ungefähr an UPS-Paketen so im Schnitt? Genau. Aktion, sowas war dann so zwischen 30.000 und 40.000 Pakete nur mit UPS, die hier raus. Genau. Dann kommen wir mal drauf an. Früher Aktion etc. pp. Was du gemacht hast am Ende des Tages. Das reicht manchmal dann. Ja, wir können wir individuell aufstocken. Natürlich, wenn mehr Bedarf ist, können wir noch einen 3., 4. Kollegen hier rein tun. Aber grundsätzlich schaffen die das sehr gut. Ja. Eingespieltes Team und das ist halt, ich sag mal, jeder Mitarbeiter, wir haben eigentlich nur Stammmitarbeiter. Das ist ein ganz wertvolles Gut. Ja, das ist wirklich Wir haben kaum eine Fluktuation hier von Mitarbeitern und das ist immer sehr, sehr positiv. Ja, ist wirklich schön. Wir haben eben schon von einer Mitarbeiterin gehört, die 31 Jahre im Unternehmen ist. Also ja, das ist keine Seltenheit hier bei uns und das ist immer sehr, sehr schön. Wie lange bist du hier? Ich bin 35 Jahre jetzt hier. Ja, Zeit läuft. Da war ich 2 Jahre alt. Ja, siehst du. Ja, super spannend. Eine letzte Frage noch. Ja. Welcher ist dein Lieblingsschwalbereifen? Ich würde mal ganz einfach sagen, der Jumbo Jim. Ja? Warum? Ja, ganz einfach. Der hat richtig dicke Auflagefläche. Man kann damit cruisen. Passt. Gemütlich, auch für die gemütliche Art und Weise. Sehr gut. Klaus, vielen Dank, dass du uns durchgeführt hast. Ja, wir haben jetzt einiges von dem gehört, was auch im Lager in Sachen Nachhaltigkeit passiert. Das ist wirklich super spannend, wie das in alle Bereiche mit reingeht. Aber dieses Thema, das wollen wir jetzt noch mal stärker vertiefen und dazu gehen wir jetzt mal wieder zurück ins Hauptgebäude. Dir sage ich vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Euch noch viel Spaß und viele neue Sachen entdecken. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht mit dir. Super, freut mich. Also, schönen Tag euch zusammen. Ciao. Das Fahrrad gilt ja gemeinhin völlig zu Recht als nachhaltiges Verkehrsmittel. Aber auch im Fahrrad gibt es Verschleißteile und die Reifen sind Verschleißteile. Die werden aus vielen verschiedenen Materialien produziert, reiben sich dann im Laufe der Zeit ab. Und dann müssen sie ja irgendwo hin. Und wir treffen Nojan, der uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen wird. Generell sind Fahrradreifen sehr komplexe Gummimischungen, die man dann erstmal bei der Produktion sozusagen einmal aufbereiten muss, sodass auch alle Parameter passen, dass die Performance gegeben ist, die Qualität zusammen mit der Langlebigkeit gegeben ist. Ja. Und dann sozusagen das größte Problem, was passiert danach am Ende mit den Fahrradreifen. Ja. Und grundsätzlich ist das so, dass derzeit Fahrradreifen immer über den Hausmüll entsorgt werden. Also das ist schon seit der Gründung von Schwalbe 1973 ein grundlegendes Problem, dass die wertvollen Rohstoffe verbrannt werden. Anfang der 90er Jahre hatte Schwalbe schon so einen ersten Ansatz zum Recycling. Da haben wir ein typisches Downcycling gemacht, das nicht gleich ein Recycling ist, sondern haben viele Fachhändler derzeit heute noch die Reifen in so Werkstattmatten gedowncycelt. Das sind so diese ganz normalen Gummigranulatmatten. Ja. Genau. Das ist aber nicht im Sinne einer richtigen Kreislaufwirtschaft. Ja. Und deswegen hat sich der Masterstudent Sebastian Bogdan dem Thema gewidmet und dann das Ganze hier, wo wir jetzt gerade stehen, auf die Beine gestellt. Das heißt, seit 2022 haben wir ein ganzheitliches Recycling. Aus Gebrauchtreifen aller Marken werden neue Schwalbereifen. Da passen so roundabout 180 bis 200 Fahrradreifen rein. Der Fahrradfachhandel, mit dem wir eng kooperieren, sammelt die Fahrradreifen aller Marken ein. Diese werden dann, sobald die Box dann gefüllt ist, werden die dann über unser Portal einmal abgewickelt und werden da zu unserem Recyclingpartner Pyrum Innovations transportiert. Dort werden die Reifen einmal zerkleinert in diese Bestandteile hier. Da haben wir einmal Recycling Stahl, Recycling Gewebe auf der Seite,
als auch aber auch Gummigranulat. Das Recycling Stahl wird dann sozusagen der Recyclingindustrie für die Stahlindustrie dann wiederverwertet. Das Gewebe wird derzeit energetisch verwertet. Also wird auch verbrannt und dann. Genau, weil das von der Qualität her nur noch nicht in der Industrie eingesetzt werden kann. Da ist man aber auch schon wieder am Forschen, dass man das irgendwie als Füllmaterial einsetzen kann oder sonstige Anwendungszwecke hat. Sieht so ein bisschen aus wie Wollfilz. Also irgendwie aus dem Das kann man sich auch so vorstellen. Camperbereich oder so. Ich hatte mich auch schon mal gefragt, warum das denn nicht als Füllstoff jetzt schon dient. Ja. Geht einfach noch nicht aufgrund von Schadstoffen etc. Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Und dann haben wir einmal das Gummigranulat, das kennt man von den Fußballplätzen oder von den Spielplätzen immer als dieses typische Infill-Granulat. Ja. Das geht dann sozusagen in die Pyrolyse in Step 4, wo wir dann die Sekundärrohstoffe einmal wieder bekommen. Was ist eine Pyrolyse? Ganz einfach untergebrochen kann man sich das so vorstellen, dass man eine Torte in einen riesen Ofen schmeißt und dann sozusagen die Hauptbestandteile wieder bekommt, also Mehl, Milch, Eier, Zucker. Okay. Und jetzt einmal das auf den Reifen übertragen, wäre das dann einmal sozusagen Pyrolysegas. Also die Power hier, das wird dann autark benutzt für die Maschine. Ja. Das heißt, die Maschine läuft dann sozusagen von alleine, der Pyrolyseturm. Okay. Und dann einmal das RCB, dazu gleich aber mehr. Und einmal das Pyrolyseöl. Und das wird verwendet in der Chemieindustrie als Ersatz von Rohöl. Und das RCB benutzen wir dann wieder in der Schwalbeproduktion für neue Reifen. Okay. Und derzeit haben auch 70% unseres Sortiments bereits das RCB. In unterschiedlichen Anteilen im Reifen drin? Genau. Oder gibt es auch schon Reifen, die komplett auf RCB setzen? Genau, und zwar hatten wir da einen Meilenstein in der Firmenindustrie. 2023 haben wir den ersten Kreislaufreifen rausgebracht, den Green Marathon. Okay. Der verwendet zu 100% RCB. Das Also- heißt, da gehen wir keine Kompromisse bei der Performance ein. Das bleibt komplett gleich. Ja. Jetzt so ein Schwalbe Green Marathon. Wie viel weniger CO2 setzt der frei in der Produktion im Vergleich zu einem normalen Marathon? Und da haben wir eine Reduktion von 41%. Nur der CO2-Fußabdruck Ja. durch Einsatz vom RCB und auch andere nachwachsende Rohstoffe wie Recyclingmaterial etc. Das Ja. heißt, der Green Marathon, da sprechen wir auch immer von 80% recycelte und nachwachsende Rohstoffe sind im Green Marathon drin. Okay. Uns ist aber wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur quantitativ erleben, sondern auch qualitativ. Also dann hatten wir zum Beispiel auch ein Fairtrade-System, als aber auch, dass die Performance nicht darunter leidet, dass der Reifen langlebig ist. Ja. Und genau solche Aspekte sind uns da auch immer wichtig, dass sie im Einklang mit der Nachhaltigkeit sind. Aber dafür seid ihr natürlich darauf angewiesen, dass auch genug Leute, die ihre Fahrradreifen wirklich recyceln und nicht wegschmeißen. Genau, ne? also da könnte ich auch ein paar Zahlen liefern. Und zwar haben wir derzeit schon 2000 FachhändlerInnen angeschlossen am System. Ja. Und wir haben auch derzeit schon über 2,2 Millionen Reifen in den Kreislauf zurückgeführt. Okay. Also es sind erstaunliche Zahlen. Es funktioniert also. Es funktioniert. Und jetzt steht halt einfach nur noch aus, dass wir das weiterhin skalieren auf Europa zum Beispiel. Ja. Wir haben ja analog auch das Schlauchrecycling laufen. Da haben wir mittlerweile 10 europäische Länder angeschlossen. Ah, okay. Also unter anderem auch die Nachbarländer wie Niederlande, Ja. Schweiz, Österreich. Und da ist es sozusagen, dass wir das System weiter ausweiten, sodass mehr Fahrradfahrende davon Gebrauch machen. Jetzt kommen ja die Rohstoffe trotzdem irgendwo anders her. Ne? Also der Green Marathon, der hat zwar einen großen, oder hier, das ist 100% Anteil, aber auch Stahl kommt irgendwo her und natürlich auch die Kautschuk, Latex etc. Wie macht ihr das? Das ist sozusagen der Anteil, der in den Reifen vertreten ist an Naturkautschuk nur. Okay, Das heißt, also das natürliche Rohmaterial. Ja, quasi. genau, das Gummi. Für den Fahrradfahrenden ist das einfach das Gummi. Okay, also hier 39%. Genau, im Green Marathon sozusagen drin. Marathon. Ja, und beim Green Marathon ist das Schöne sogar, dass da 100% Fair Rubber drin ist. Fair Rubber ist Okay. ein Fairtrade-System, wie man es so wie vom Kaffee oder vom Kakao kennt. Ja. Das typische Fairtrade-Siegel ist die Kakao Fairtrade, dann greift man eher lieber dazu, weil man weiß, okay, das Unternehmen, was es angezeigt Sollte hat, man zumindest. Ne? im besten Falle. Und genau das wollen wir dann sozusagen den Fahrradfahrenden auch als Verkaufsargument geben. Okay. Dass die sich entscheiden können, ob die den Fairtrade-Reifen nehmen oder den Nicht-Fairtrade-Reifen. Meistens kann man das dann erkennen, ob es das Fair-Rubber-Logo hat. Ja. Und derzeit, schöne Story, wir haben mittlerweile 30% der Reifenmodelle mit Fair-Rubber ausgestattet. Und perspektivisch werden das auch noch mehr. Das heißt, unsere Nachhaltigkeitsstrategie zielt darauf ab, dass wir bis 2035 100% Fair Rubber haben. Da arbeiten wir sozusagen mit dem Fair Rubber Verein zusammen und die sehen zu, dass die Bedingungen
für die Menschen am Anfang der Lieferkette, dass sie auch wirklich das Geld erhalten. Ja. Das heißt, man hat da keine Mittelsmänner oder das Geld wird anteilig für was anderes benutzt, sondern zu 100% wird das Geld weiter übertragen. Und sind das dann so Plantagen, in denen dann diese Bäume gepflanzt werden? Genau, überwiegend sind es Dschungelplantagen. Okay. Und das kann man sich so vorstellen, also man kennt ja die klassischen Monokulturen Ja. und dann so typische Dschungelplantagen. Wir versuchen dann sozusagen die klassischen Dschungelplantagen weiter auszuweiten mit Agroforstwirtschaft. Sind Agroforstwirtschaftsplantagen erstmal solche Plantagen, die du dir so ganz einfach vorstellen kannst, dass Gummibäume mit anderen Nutzpflanzen angepflanzt werden. Also mit Auberginen, mit Ja. Bananen etc. Okay. Weil ein Gummibaum ist nicht sofort am Anfang lieferfähig für den Kautschuk. Der braucht meistens 5 bis 7 Jahre, bis er angezapft werden kann zum ersten Mal. Dann hat er so eine ungefähre Lebensspanne von 25 Jahren. Ja. Und wir wollen mit unseren Plantagen dafür sorgen, dass die BäuerInnen auch andere Einkommensquellen haben. Okay, Mit zum Beispiel ja. dem Verkauf von Bananen, mit Ja. Verkauf von Auberginen etc. Hier drinnen wird sozusagen der Kautschuk gesammelt. Der ist anfangs noch relativ flüssig. Und hier ist einmal so das klassische Werkzeug. Also der Gummi kommt nicht aus einer Industrie oder wird irgendwie industriell gewonnen. Und die Menschen bekommen dann für 1 Kilogramm Trockenware, also für 1 Kilogramm so einen riesen Ballen, den man hier auf dem Bild sieht, 50 Cent extra Prämie. Ja. Und für uns in unserer Welt klingt 50 Cent gar nicht so viel. Für die ist das ein zusätzliches Einkommen von 50 bis 100%. Das heißt, das kann schon lebensverändert sein. Die können damit dann zugreifen auf eine gute Bildung, auf eine Grundversorgung in diesem Sinne. Ja. Also diese Fairtrade-Initiative und auch das Recycling spielen ja in eure Ziele ein, die ihr allgemein Genau. als Unternehmen habt in Sachen Nachhaltigkeit. Nenn uns doch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Was habt ihr euch vorgenommen für die nächsten Jahre? Bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. Okay. Haben das auch validieren lassen von der Science-Based Targets. Ja. Ist eine kleine Wissenschaft dahinter, wo man die Nachhaltigkeitsstrategie hinterlegen muss und die verifizieren das dann. Und des Weiteren das anfangs erwähnte Ziel, bis 2035 nur noch Fairtrade-Produkte zu haben oder Fairtrade-Gummi sozusagen, als aber auch die Recycling-Systeme weiterhin skalieren. Das geht ja nicht nur für das Reifenrecycling, als aber auch für das Schlauchrecycling. Das heißt, wir haben ja parallel noch ein ganzheitliches Schlauchrecycling laufen, was wir auch ständig optimieren und weiter ausbauen wollen. Und beim Reifenrecycling wollen wir dieses Jahr schon 2 Pionierprojekte starten. Die Länder verrate ich noch nicht. Das ist noch geheim. Und weiterhin einfach optimieren und mehr Fahrende dazu bewegen, Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Ja. Was macht ihr noch hier an diesem Standort, um dieses Nachhaltigkeitsziel zu erreichen? Der Standort ist natürlich zentral für Nachhaltigkeit. Also wir haben unser 6-köpfiges CSR-Team, das abteilungsübergreifend agiert. Das heißt, wir haben Workshops durchgeführt mit anderen Abteilungen, die dann sozusagen öffentlich zugänglich waren für die Abteilungen, die sich dann einfach dazusetzen konnten und wir was über CSR-Arbeit erzählt haben. Wir hatten aber auch ganz coole Aktionen, eine Müllsammelaktion. Wir haben paar Kilometer weiter entfernt einen Schwalbewald gepflanzt mit den Mitarbeitenden. Okay. Ja. Mega cool, auf einen Hektar haben wir einen Schwalbewald gepflanzt, wo viele Mitarbeiter mitgeholfen haben. Ja. Also generell passiert bei diesem Standort relativ viel Richtung Nachhaltigkeit, sodass wir versuchen, alle abzuholen. Ja, sehr cool. Genau, und wir waren eben gerade im Lager und Klaus hat ganz, ganz häufig diesen Punkt der Nachhaltigkeit angesprochen. Nachhaltigkeit, ganz wichtig. Daran merkt man, dass das wirklich auch verankert ist. Wir sind so eine Krake, die sich mit den Tentakeln überall ein bisschen rumagiert und in jeder Abteilung einfach mit dran wirkt an Projekten, sodass wir gar nicht mehr weggedacht werden. Wir sagen auch immer gerne, dass das Recycling eine Blaupause für die ganze Industrie ist, dass man die Produktkreisläufe einfach denken muss. Ist das Produkt dann einfach zu recyceln am Ende? Und genau das denken wir schon sofort mit. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsschwalbereifen? Das ist jetzt eine politische Frage. Ich nehme da immer gerne den G1 RS. Okay. Und dann natürlich in der Pro-Variante, den fahre ich auch selber. Okay. In der 40er Breite, macht schon Spaß. Alles klar. Nojan, vielen Dank, dass du uns das mal alles präsentiert hast. Und wir kommen jetzt von dem Zukunftsgedanken in Bezug auf Nachhaltigkeit mal so ein bisschen zu dem Zukunftsgedanken in Bezug auf die Produkte. Und dazu treffen wir Frankie. Aber dir erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Da sind wir wieder. Was ist das hier für ein Raum? Du bist hier bei uns im Workshop. Hier stehen zum Beispiel unsere firmeninternen Testräder. Aber das Wichtige, glaube ich, ist halt hier für uns und unsere Mitarbeiter der Workshop an sich.
Das heißt, wir haben hier so eine kleine Fahrradwerkstatt, sind da auch sehr, sehr gut ausgestattet und haben halt auch das Privileg, dass wir einen Mitarbeiter haben, den lieben Werner, der hier 2- bis 3-mal die Woche an Fahrrädern von unseren Mitarbeitern oder halt auch an den firmeninternen Testbikes arbeitet, schraubt, wartet, repariert, alles das, was fällig ist halt auch. Ne? Tillmann, ich habe dir unsere neueste Entwicklung im Tourbereich mal mitgebracht. Neu, gar nicht mal so vom Namen her. Wir haben vorhin uns zusammen den Schwalbe Big Apple, unseren ersten Balloon-Bike-Reifen von 2001 angeschaut. Jetzt haben wir die 3. Generation vorgestellt, der Schwalbe Motion Big Apple. Okay, was heißt das Motion? Motion ist im Prinzip eine neue Familie, die wir neben unserer bekannten, beliebten Marathon-Familie auch jetzt etablieren werden. Das heißt, es ist jetzt nicht der eine Reifen, der so heißt, sondern Motion bezeichnet dann neben der Marathon-Familie auch eine ganz eigene neue Familie von Touring-Reifen. Es ist bei der Motion-Familie so, dass wir hier zum Beispiel Produkte finden, die für einen ganz speziellen Einsatzzweck entwickelt wurden, wie zum Beispiel Cargo Bike, Motion Pickup, wird in Zukunft dann auch als Ausblick. Oder halt auch Reifen, die ein spezielles, schickes Design tragen, sodass du deinem Bike halt einen ganz individuellen Charakter geben kannst. Es war halt an der Zeit, dass wir das Design, weil auch die Fahrräder, die E-Bikes entwickeln sich vom Design weiter, die Designsprache da halt modernisieren, das Ganze anpassen. Das heißt, mit dem Design, was wir hier kreiert haben, passte hervorragend zu der modernen Designsprache von modernen Bikes und E-Bikes. Aber dennoch sind wir auch der Auffassung, dass er jedes ältere Fahrrad auch optisch aufwerten. Es ist dafür, dass er ein so voluminöser Reifen ist, ein sehr leichter Reifen, leicht rollender Reifen, also er ist schnell und hat aber trotzdem einen sehr, sehr gut balancierten Pannenschutz. Motion Familie heißt, also beim Big Apple wird es nicht bleiben, ne? Beim Big Apple wird es nicht bleiben. Ja. Nee. Wir sprechen jetzt mal ganz kurz über den Elefanten im Raum. Ja. Ihr habt das vielleicht über das gesamte Video schon mal immer ein bisschen gesehen. Wie seht ihr das Thema 32 Zoll? Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass 32 Zoll momentan im Mountainbike-Bereich, aber auch langsam im Gravel-Bereich das Thema ist. Ja. So, und letztendlich ist das so vor 2 Jahren bei uns auch aufgepoppt, als die ersten, das waren meistens eher kleinere Hersteller, so dieses Thema dann auf dem Markt irgendwo lanciert haben. Gesagt, boah, muss das sein? Weil letztendlich ist es ja halt auch für uns, wie halt auch nachher auch für einen Fahrradhersteller, erstmal wieder ein logistisches Thema. Ja. Auch, ne? Ja. Dann war halt irgendwo der Punkt von einem guten Jahr, wo eigentlich dann entschieden war, okay, die Hersteller bringen 32 Zoll Mountainbikes und direkt davon gefolgt waren im Endeffekt Gravelbikes. Gravelbikes kann sogar sein, dass die auf einmal noch schneller da sind als die Mountainbikes. Ja. Warum? Weil es relativ simpel ist, ein Gravelbike ohne Federung zu konstruieren, zu bauen. Da bin ich nicht auf einen Federgabelhersteller angewiesen. Ja, das kann ich relativ schnell auf die Beine stellen und umsetzen. Im Mountainbike-Bereich habe ich immer noch das Thema mit der Kinematik, mit Federgabelherstellern. Das muss halt alles irgendwo auch da sein und passen. Das ist also im Endeffekt im Gange. Und wir letztendlich auch uns zu dem Thema committed haben, als wir gesagt haben, ja, wir sind auch davon überzeugt. Ja. Unabhängig von den physikalischen Eigenschaften, Vorteilen etc., von einem großen Laufrad, die ja nun mal da sind, sehe ich natürlich auch so einen gewissen optischen Vorteil für große Menschen halt auch. Ja. Ne? So, ich will jetzt sagen, dass das reiner Eigennutz ist, der mich da angetrieben hat. Das war für mich so der Punkt, das mal intern vorzuschlagen. Also mal, wenn das jetzt im Tourbereich kommt, im Gravel-Bereich kommt, wenn das im Mountainbike-Bereich kommt, was denn dann im Tourbereich? Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das Thema auch im Tourbereich letztendlich überzeugend ist, ja, weil wir wollen, das Letzte, was wir wollen, ist irgendwo künstlich eine Sau durchs nächste Dorf treiben. Ne? Dann machen wir das. Und an dem Punkt sind wir. Wir sind gerade im Endeffekt mit diesem Schwalbe-Lab-Gedanken hier in der Entwicklung, im Testing, um uns davon zu überzeugen. Und das wollen wir nicht nur eben, wie gesagt, auf Basis von Laborwerten, sondern wir wollen uns komplett davon überzeugen, dass es auch einen Mehrwert in der Praxis bringt. Ja. Ich habe dann dieses Rad aufgebaut und das ist jetzt bei uns in der Firma, also nicht nur von mir, sondern auch von Personen, die deutlich kleiner sind. Deswegen habe ich hier auch bewusst eine Dropper-Post reingemacht, die das halt hier auch testen können
Und an dem Punkt sind wir, dass wir uns da sehr, sehr intensiv Gedanken halt drum machen. Was passiert denn da in Zukunft im Tourbereich? Ja, Frankie, ich glaube, wir haben einen sehr runden Tag hier gehabt. Wir haben viele tolle Sachen gesehen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns hier heute durchgeführt haben. Vielen Dank an Julian für die mal wieder grandiose Kameraarbeit. Vielen Dank an Christoph, der mit mir in den letzten Wochen die ganze Organisation dahinter gemacht hat. Wir haben viel gesprochen. Schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt für euch. Habt ihr Fragen an das Schwalbe-Team? Was soll ich beim nächsten Besuch hier mal fragen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Checkt mal das komplette Portfolio von Schwalbe aus, natürlich auf der Website. Prüft den Druck und prüft mal den Druckkalkulator. Das ist, glaube ich, ein ziemlich spannendes Feature, was ihr da habt. Und auf jeden Fall abonniert natürlich den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und vielen, vielen Dank euch für den Tag heute. Sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.